Wir sind Jessie und Roberto und seit 3 Jahren reisen wir in unserem selbst ausgebauten Sprinter eigentlich entlang der Panamericana. In Wirklichkeit sind wir die meiste Zeit aber eher abseits der Hauptroute unterwegs, denn für uns ist es das, wo die wahren Abenteuer warten. Und ich feiere jeden einzelnen Kilometer, den wir mehr gemacht haben als die 21.000. Auf der Insel Chiloé erleben wir einmal mehr, wie uns die Orte abseits der Hauptstraße begeistern. Und gerade nach unserem letzten Tief fühlt sich das richtig gut an. Ich weiß nicht, das geht mir direkt ins Herz. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir befinden uns auf der chilenischen Insel Chiloé und zwar relativ weit unten im Süden bei der Ortschaft Yaldad. Ihr merkt schon, das Wetter ist einiges besser als die letzten Male. Wir haben endlich mal ein bisschen Sonne, auch ein bisschen Wind. Aber trotzdem, also es macht richtig Lust, die Insel zu erkunden. Yaldad ist ein kleines verschlafenes Fischerdorf, was von der Fischerei lebt, aber hauptsächlich von den Muscheln. Man sieht hier immer wieder Boote, die mit riesigen weißen Säcken ankommen, die auf diese LKWs verladen und die dann abtransportiert werden. Denn hier hinten sind auch ganz große oder riesige Muschelfarmen und da werden die wahrscheinlich gezüchtet. Aha, macht sich jemand fertig für Sport? Ja, haben wir ja lange genug zu wenig gemacht. Ja, voll. Krank sein, Regen, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Nee, der Wind allein reicht nicht, nein. Ja, aber sollte nur... ich vielleicht auch mal. Solltest du. Ja, wie ich ja auch. Ja. Es tut allen gut. Gut, bis gleich. Ich merke halt schnell, wenn man lange Zeit nichts mehr gemacht hat, also keinen Sport mehr gemacht hat, dass es richtig schwierig ist, nochmals reinzukommen. Es war so viel einfacher, als wir in den Bergen waren und ständig halt wandern waren. Da war es einfach gegeben, da hat man das einfach gemacht, da ist man wandern gegangen und dann hat man sich auch viel fitter gefühlt und die Hemmung war viel kleiner, um was zu machen. Und jetzt, ja, braucht es halt einfach wieder ein bisschen Zeit, bis man wieder reinkommt. Zum Glück ist Jessie da so ein bisschen die antreibende Kraft und wenn ich sehe, dass sie Sport macht, dann triggert mich das und dann muss ich auch was machen. Aber jetzt erstmal Kaffee. Zumindest für mich. Ich gebe zu, es hat auch schon mal länger gedauert, bis ich so außer Puste war. Aber hier herrschen auch wirklich widrige Bedingungen. Es stinkt so richtig fies nach Muscheln und Meeresgetier und es ist wirklich einfach nicht schön. Ja. Ja, was hast du so gemacht? Ja, nicht viel. Ich habe ein bisschen geschaut, recherchiert, wo wir bessere Plätze finden, um Sport zu machen. Auf jeden Fall nicht so stinkige Plätze wie hier. Sehr gut, eine Ausrede weniger. Genau. Egal, ob ich vorher Sport mache oder mich einfach nur entspannen will. Wir haben seit einem halben Jahr etwa die Shakti-Mat dabei und ich kann euch sagen, es tut so gut.
Die Shakti-Mat ist eine Akupressurmatte, die mit ihren spitzen Spikes spürbar die Durchblutung und auch die Entspannung fördert. Und ich gebe zu, am Anfang ist es wirklich gewöhnungsbedürftig, aber ich spüre eben doch jedes Mal, wenn ich mich drauflege, wie ich Stress abbaue und es mir bei Rücken- und Schulterschmerzen hilft. Gerade nach dem Sport fördert die Shakti-Mat auch die Muskelentspannung. Also neben Self-Care und der allgemeinen Entspannung ist das ein weiterer Grund für mich, mich nach jeder Yoga-Session oder auch Sportsession für 20 Minuten auf die Matte zu legen. Und diese 20 Minuten täglich bringen die besten Resultate. Und man sieht, es gibt keine Ausreden, denn auch in einem kleinen Van wie hier findet man den Platz, um sich mal draufzulegen. Ich finde auch sehr schön, dass Shakti nicht nur auf mein Wohlbefinden als Kunde Wert legt, sondern auch allgemein einen sozialen Gedanken verfolgt. Die Produktion in Indien ist nämlich so aufgebaut, dass die Frauen im Werk unterstützt werden und nachhaltige Arbeitsbedingungen finden. Außerdem besteht der Schaumstoff der Matte aus Recyclingmaterial und die Spikes sind biologisch abbaubar. Vielleicht ist jetzt vor Ostern der richtige Moment für euch, um euch eure eigene Shakti-Mat zuzulegen, oder ihr möchtet sie auch verschenken. Jedenfalls investiert ihr damit nicht nur in euer eigenes Wohlbefinden und in eine bessere Lebenssituation der Frauen in Indien, sondern auch in das Wohlbefinden eurer Lieben. Über den Link in der Videobeschreibung oder auch beim Scannen unseres QR-Codes kommt ihr direkt zu Shakti und mit dem Code INCHIRPI10 erhält ihr auch 10% auf eure Bestellung. Nutzt also die Gelegenheit. Mittlerweile läuft schon die Soße von den Muscheln aus den Säcken, da den ganzen Parkplatz quer drüber. Zeit, dass wir gehen. Aber es ist schon cool, die Leute hier so zu beobachten bei der Arbeit. Aber ja, wir fahren jetzt einmal Richtung Norden. Da ist unser nächstes Ziel, aber auf dem Weg dahin machen wir erst noch einen Abstecher, der eigentlich sehr bedeutsam ist für unsere Reise. Schon, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, doch, doch. Den dürfen wir auf jeden Fall nicht auslassen. Nee. Gleich beim Ranfahren merkt man schon, dass auch Gayon eine Hafenstadt ist und stark von der Fischerei lebt. Also man sieht die Fischerboote in der Bucht davor und wir sind ja da auch mit unserer Fähre angekommen. Und auch der ganze Vibe der Stadt ist so ähnlich. Also man merkt, hier leben die Leute. Es ist nicht wirklich touristisch, aber entsprechend ist es auch sehr praktisch für Infrastruktur. Also tanken, einkaufen, alle diese Erledigungen, die man eben machen muss. Wir sind an unserem Zwischenhalt angekommen. Ich glaube, wir werden nicht sehr lange hier sein. Hier gibt es wenig Möglichkeiten zu interagieren. Aber der Ort, dieser Punkt hier, der ist sehr bedeutsam. Denn es ist Kilometer 0 der Panamerikaner. Ja. Oder 21.000. Je nachdem, so, wie man es sehen will. Immer wenn wir solche Monumente anschauen kommen, fühlt sich das irgendwie komisch an. Man hat eine gewisse Erwartung und dann steht man hier und dann ist ein kleines Schild, wo steht, ja, Anfang der Panamerikaner oder das Ende der Welt. Und dann denkt man sich, okay, ist schon speziell, aber halt doch nicht so speziell. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen soll, aber am Ende ist es einfach ein Schild und das könnte 100 Meter auf der anderen Seite sein und es wäre genau gleich. Wir haben auch schon fast alle Länder durch. Es fehlen nur noch, was ist da, Kolumbien, Ecuador und Peru. Nicht mehr viele. Nicht mehr viele. Ich würde sagen, die haben es auch noch mal in sich. Da gibt es auch noch mal einiges an Strecke, aber haben wir fast alles durch. Und was ich super lustig finde, sie trennen hier auch Alaska und USA. So wie wir es immer, wir sagen ja auch oft so, ja, wir waren auch in Alaska und in den USA. Dabei gehört das ja zusammen. Da ist halt Kanada dazwischen. Dann hat man so im Kopf, als wäre das ein einzelnes Land. Auf unserer Panamerikaner-Reise fahren wir ja tatsächlich sehr selten auf der Panamerikaner, die als solches definiert ist. Hier steht auch, die Verbindung von hier Gayon bis Anchorage, Alaska sind 21.000 Kilometer. Und wir haben jetzt schon wie viel? Etwa 70.000 gemacht? Noch mehr wahrscheinlich. Und das zeigt einfach, für uns ist dieser Zickzack rundherum das, was wir suchen, das, wie wir reisen möchten.
Und die Panamericana ist eher so, ja, so der Kompass, so diese grobe Richtung. Und ich feiere jeden einzelnen Kilometer, den wir mehr gemacht haben als die 21.000. Da sagt man fährt nicht auf der Panamericana. Und auf welcher Straße fahren wir gerade? Auf der Panamericana natürlich. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die Panamericana durch Chiloé durchgeht. Hier überhaupt der Kilometer 0 ist. Also das, auf der Insel, das macht doch keinen Sinn. Wir haben das eigentlich erst realisiert, als wir auf dem Weg hierher waren. Ja, und bisher bietet sie uns immerhin auch einen schönen Querschnitt durch die Insel. Also wir sehen, dass die Vegetation hier so grün ist, viele Eukalyptusbäume und einfach viele hohe Bäume auch. Also man merkt, der Wind ist hier normalerweise auch nicht so stark wie am Festland und weiter südlich. Und ja, die Dörfer sind auch total süß. Viele Holzhäuser, ganz bunt angestrichen. Es ist schon sehr speziell, sehr Chiloé-spezifisch. Ticket. Muchas gracias. Aquí tienen 10% de descuento. Wir sind jetzt am Muelle del Tiempo. Ich weiß nicht, was Muelle heißt. Wie würdest du das übersetzen? Steg? Steg, ja. Ja, Steg der Zeit. Bin schon sehr gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, wir gehen nur 20 Minuten, aber in 20 Minuten fängt erst die Wanderung an. Also wir sind etwa eine Stunde unterwegs, aber es geht ja schnell vorüber und es soll sich sehr lohnen, denn dieser Steg der Zeit sieht sehr besonders aus und darauf freue ich mich. Hier sieht es aus, als wäre das ein Krokodilfluss. Ja, wirklich. Meinst du, die gibt es in Chile? Keine Ahnung. Also ich glaube in der Gegend zumindest nicht. Ich hoffe es nicht. Schnell weg hier. Man spürt schon richtig, wie so die Feuchtigkeit aus diesem Wald kommt. Das ist so richtig Regenwald eben. Es muss ja nicht tropisch heiß sein, damit es Regenwald ist. Das ist richtig schön und es riecht so gut. Das ist eine Wohltat. Man hört das Meer. Und man hört das Meer. So weit kann es nicht mehr sein. Das Meer! Ich weiß, wir waren heute früh am Meer, aber das hier ist einfach anders. Das ist so schön, diese gewaltigen Wellen und das weite Meer. Das hatte ich so gar nicht erwartet, hier durch die Dünen durchzulaufen. Ja. Schon richtig geil hier. Ja, Einfach Sand. Hatten wir Ewigkeiten nicht mehr. das stimmt. Cool.
Eigentlich sind wir ja hergekommen mit dem Ziel, diesen Steg hier zu sehen, aber der Weg hierher war ja schon so wunderschön. Ich habe gar nicht den Drang, jetzt als erstes auf den Steg hochzugehen, weil einfach der Weg war so abwechslungsreich. Wir waren nicht eine Stunde unterwegs, es waren 30, 40 Minuten, aber das ging durch grüne Landschaft, an die Küste, durch die Dünen und dieser Ausblick hier, das ist unglaublich, das ist so unbeschreiblich schön. Es ist ja, glaube ich, der Pazifik wieder. Ja, wir sind wieder am Pazifik. Wir sind wieder am Pazifik, aber so am wunderschönen, rauen und doch anmutigen Pazifik, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, das geht mir direkt ins Herz. Wir hatten ja schon einige Fotos von hier gesehen, aber das hier selbst sehen zu dürfen, mit eigenen Augen, dieser Strand, diese Felsen, dieses Meer, unglaublich, wirklich. Also wir sind so dankbar, dass wir so viele schöne Sachen auf dieser Reise erleben dürfen und sehen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Normalerweise würde ich euch jetzt erzählen, was der Gedanke hinter dem Muelle del Tiempo war, wieso der so gebaut wurde, was er aussagen soll, aber ich glaube, diesmal überlassen wir das einfach euch. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was diese Spirale aussagen soll, dieser Steg der Zeit, wieso er nach oben hin immer schmaler wird und nach oben geht. Ja, weil wir haben da auch einige eigene Theorien und wir glauben, irgendwie ist das schon was sehr Persönliches, was man da hineininterpretieren kann. Ja, auf jeden Fall, jetzt wird es auch schon langsam kalt, gerade zieht sich auch, zieht's zu, die Wolken kommen. Ich habe die Jacke an und ich glaube, wir gehen langsam zurück zum Van, suchen uns einen Schlafplatz und dann sehen wir uns morgen wieder. Sometimes love is a river running strong, moving like a wave through a rocky riverbed. Sometimes love is a dancer in the dark, spinning, laughing, twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. And every time I try to leave. Was ist das nicht für ein wunderschöner Platz geworden, an dem wir hier übernachten durften, direkt an dieser wundervollen Küste. Und mittlerweile ist auch die Sonne rausgekommen, es wärmt richtig schön. Wir haben ja mal gehört, dass Chiloé 300 Regentage im Jahr hat. Ich glaube, wir haben uns gerade ein paar Tage von den anderen 60 Tagen ausgesucht, denn
der Himmel ist einfach blau, die Sonne scheint. Es ist einfach perfekt. Und trotzdem fahren wir gleich weg. Wir wollen ein bisschen wieder ins Landesinnere fahren, aber ich glaube, da wird es nicht weniger schön sein. Van a notar que si tienen menos infraestructura en comparación del resto es más difícil llegar a Rayanes, venir por aquí y salir. Muchas gracias. Que disfruten, que tengan buena tarde. Igualmente, gracias. Und so schnell geht's, kommt man von der Küste in den Wald, und zwar nicht irgendeinen Wald, sondern in den Regenwald des Nationalparks Tepu Hueco. Und wir sind tatsächlich auch explizit in der Zona Bosque, also in der Waldzone, denn hier der Regenwald ist sehr besonders. Man sieht es schon ein bisschen, die Flechten, die Farne, die Moose. Man spürt richtig die Feuchtigkeit, die hier drin ist, und auch die angenehme Kühle. Das ist perfekt bei der Sonne. Und ja, jetzt tauchen wir einfach mal immer weiter in den Wald ein und schauen, was uns da erwartet. Der Wald wird immer dichter, es kommt immer weniger Sonnenlicht durch, und es sind auch tatsächlich 16 Arten an Pflanzen hier endemisch. Also die gibt es nur hier. Das umfasst Bäume, Sträucher, Blumen und sogar auch 3 Sorten von Farn, die es nur hier gibt. Und das Schöne ist, die Pflanzen finden auch ihren Platz in den Geschichten und Legenden rund um das Chiloé-Archipel und sind Teil der kulturellen Identität. Heute Morgen waren wir noch am Meer und jetzt sind wir einfach in diesem spektakulären Regenwald. Wie vielfältig doch Chiloé ist. Also wenn man bedenkt, dass die Insel etwa so groß ist wie Korsika, man hat einfach so viele Möglichkeiten, hier Sachen zu erleben und zu sehen. Es ist schon sehr speziell. Durch die ganze Feuchtigkeit hier im Wald ist der Boden richtig rutschig. Es war richtig schön gemacht mit diesen Holzlatten, aber die saugen sich halt komplett voll mit Wasser und sind dann wie Seife. Also es ist eine richtige Challenge hier, ohne Beinbruch durchzukommen. Ich dachte ja eigentlich, dass hier ganz viele junge Bäume rundherum stehen. Dabei sind das eigentlich nur einzelne Bäume, die auf der Suche nach Licht einzelne ausbrechende Äste haben. Also der Baum selbst zum Beispiel hier hinten liegt eigentlich quer dem Boden entlang, und daraus kommen neue Äste, die dem Licht entgegenwachsen und so aussehen, als wären das weitere Bäume. Das ist ganz speziell, dass das eigentlich nur eine Pflanze ist. Warm ist es. An der Sonne. Feucht. Die kleine Pause hat jetzt richtig gut getan. Ich gebe zu, wir haben ein bisschen verschätzt, wie lange dieser Weg hier sein wird. Wir dachten, das wären 2 Stunden, vielleicht 2,5. Und jetzt sind wir schon über 2 Stunden unterwegs, oder? Fast 3. Naja,
Okay. Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. War es nicht mal die Hälfte? Okay, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Wir hätten uns eigentlich, um diesen schönen Wald zu sehen, einige Kilometer sparen können. Aber hier hinten ist der Grund, wieso wir eben noch einen zweiten Rundweg drangehängt haben und eben zusätzliche Kilometer in Kauf genommen haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es klingt schon imposant und ich hoffe sehr, dass es das wert war. Wir sind wieder zu Hause und ich muss sagen, ich spüre es schon ein bisschen in den Beinen. Ich weiß nicht, wir haben schon Wanderungen mit mehr Höhenmetern, mehr Kilometern gemacht und die waren irgendwie nicht so anstrengend. Vielleicht müssen wir einfach wirklich ein bisschen mehr Sport wieder machen. Ein bisschen mehr, ja. Ein bisschen mehr und wieder reinkommen. Aber das wird auf jeden Fall auch gut klappen, da bin ich zuversichtlich. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt was zu essen, kommen runter, machen uns einen gemütlichen Abend und dann sehen wir uns, wenn es wieder weitergeht, im nächsten Video. Wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid, weil ihr auch mehr von Chiloé sehen möchtet. Also uns hat Chiloé bis jetzt positiv überrascht, also richtig cool. Ja, auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf mehr. Hoffentlich ihr auch. Hasta luego. Tschüss. Oder eine Wespe. Die verstehen dich. Ja, logisch. Wir sind auf einer Ebene. Oder Fisch. Ah.